Heute mache ich ein sehr einfaches und leckeres Kartoffelrezept. Ich nehme 2 große Kartoffeln, schäle sie und schneide sie in Stücke. Die Form ist hier nicht wichtig. Hauptsache, die Kartoffeln kochen schneller. Jetzt gebe ich die Kartoffeln in einen Topf und koche sie in Salzwasser weich. Währenddessen bereite ich die Kräuter vor. Ich nehme einen guten Bund frischen Dill und schneide ihn fein. Dill passt hier sehr gut, er macht die Kartoffeln schön aromatisch. Jetzt schneide ich auch Petersilie fein. Dill und Petersilie zusammen geben diesem Rezept einen sehr frischen, hausgemachten Geschmack. Die Kartoffeln sind fertig. Ich gieße das Wasser ab und zerdrücke sie wie Kartoffelpüree. Es muss nicht perfekt sein, aber die Masse sollte weich sein. Jetzt gebe ich etwa 70% der Kräuter zu den Kartoffeln. Ein bisschen hebe ich für die Eierfüllung auf. Dann alles gut vermischen. Jetzt koche ich 3 Eier. Daraus mache ich gleich eine einfache, cremige Füllung. Die gekochten Eier reibe ich fein. Dann gebe ich den restlichen Dill und die Petersilie dazu. Das wird eine sehr einfache, aber leckere Füllung. Jetzt schneide ich eine frische Zwiebel fein und gebe sie zu den geriebenen Eiern. Sie macht die Füllung frischer und würziger. Jetzt reibe ich etwa 150 Gramm Hartkäse. Gouda passt hier sehr gut, weil er mild ist und schön schmilzt.
Den geriebenen Käse gebe ich zur Eiermischung. Dann kommen 2 bis 3 Esslöffel Mayonnaise dazu. Jetzt alles gut vermischen, bis die Füllung schön cremig ist. Jetzt brate ich 250 bis 300 Gramm Hackfleisch an. Ich nehme Kalbfleisch, aber jedes nicht zu fette Hackfleisch passt. Ein kleiner Tipp: Damit das Hackfleisch schön krümelig bleibt, immer wieder gut umrühren. Am besten geht das mit einem Holzspatel. Jetzt würze ich das Fleisch mit Salz, Pfeffer und Gewürzen nach Geschmack. Während das Fleisch weiter brät, schneide ich eine Zwiebel fein. Die Zwiebel gebe ich zum Hackfleisch. Dann füge ich noch 50 Gramm Butter dazu. Das macht die Füllung saftiger und gibt einen sehr guten Geschmack. Jetzt forme ich aus der Kartoffelmasse kleine Kugeln. Die Masse ist weich, aber sie hält gut zusammen, fast wie ein Teig. Bei mir sind 3 Kugeln entstanden. Ich lege sie in eine Form mit Backpapier. Jetzt drücke ich jede Kugel etwas flach und mache in der Mitte eine kleine Mulde. So entstehen kleine Kartoffelnester. Eine Teelöffel funktioniert dafür sehr gut. In jedes Nest gebe ich etwas geriebenen Käse. Der Käse schmilzt später schön innen. Jetzt kommt das gebratene Hackfleisch darauf. Ich gebe es vorsichtig mit einem Teelöffel in die Mitte. Darauf kommt die cremige Eierfüllung mit Kräutern, Käse und Mayonnaise. Das sieht schon richtig lecker aus. Jetzt trenne ich 3 Eier. Wir brauchen nur die Eigelbe. Auf jedes Kartoffelnest lege ich ein Eigelb. So sieht es besonders schön aus. Jetzt backe ich alles etwa 10 Minuten bei 180 Grad Celsius oder 360 Grad Fahrenheit. Und fertig ist unser Gericht. Ich serviere die Kartoffelnester mit der übrigen Eiercreme. Weiche Kartoffeln, saftiges Hackfleisch, geschmolzener Käse, frische Kräuter und ein schönes Eigelb obendrauf.